willkommen hier beim Turbo 108 Channel mit einem neuen Video hier. Ich habe heute mal eine schöne Uhr ausgepackt oder bin beim Auspacken. Das ist die GAB 2100 3 AER. Ich habe mich auf die Uhr schon lange gefreut, weil ihr wisst ja schon, wenn ihr mich ein bisschen verfolgt habt, wisst ihr, dass ich ja auch schon eine hatte, so eine ähnliche, aber dafür in Gelb. Dazu kommen wir noch nachher, weil da gibt es ein paar Features, die hier vielleicht nicht so sind wie hier. Wisst ihr wahrscheinlich schon, aber trotzdem. Machen wir mal die schöne Packung hier auf. Ich habe hier auch schon coole Atmosphäre geschaffen. Sieht schon geil aus. So, was ich hier auch cool fand, das ist auch noch nie passiert. Die haben das hier so zugeklebt gehabt. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie habe ich das bei den anderen G-Shocks nicht gehabt. Das war wirklich gesealt, komplett. Kein Plan. Ich stelle das mal hier hin. So. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst ja Bescheid, wie sowas aussieht. Ach so, und drin ist noch ein kleines Büchlein, habe ich schon vergessen. Das ist die Garantie, Warranty Card. Ich glaube 10 Jahre Garantie, oder weiß ich auch nicht wie lang. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand das hier mal gebraucht hat, aber ist halt dabei. Hier ist wieder die schöne Dose. So, jetzt machen wir das hier auf. G-Shock Logo. Wer das hier noch nicht hatte, wird schon merken, wenn er es aufmacht oder anfasst, das Gefühl von dem Metall, das ist voll cool. Also diese Lackierung, was auch immer, so ein bisschen matt Finish, fühlt sich sehr hochwertig an. Aluminium, glaube ich. Die neueren G-Shocks kommen nicht mehr mit sowas raus. Die haben da so ein bestimmtes Ökosystem, Plastik oder Karton, irgendwie sowas. Die haben sich ja umgestaltet. Aber es ist ein anderes Thema, ist ja auch nicht schlimm. Ist gut, dass man sich da weiterentwickelt. Das hier ist jetzt Schaumstoff hier. Auch so abgestützt, damit es nicht so laut ist, wenn es so macht. Das hier ist die Modulnummer, wo drin eingebaut wird. Ich glaube die gleiche wie hier, das können wir nachher prüfen. 5689. Zack, mal auch zur Seite. Da könnt ihr auch dann drin lesen, wie die Funktionen sind und so weiter. So, da ist auch schon die Uhr. Hier haben wir wieder nochmal die Bezeichnung mit der Modulnummer. Hier stehen die bestimmten Features drin, was die Uhr ausmacht. Shock Resist, Bluetooth Link. Da könnt ihr das dann über die Casio App verbinden. 20 Bar Water Resistant. Dann haben wir noch 1 bis 100 Second Stopwatch. Super Illuminator. Das ist dann innen drin alles schön ausgefüttert. Sollte eigentlich alles abdämpfen, was so passiert. Obwohl die G-Shocks ja an sich schon so krass resistent sind, haben die es trotzdem gut geschützt, muss ich echt sagen. Respekt. Schöne Dose auf jeden Fall. Die hätten es auch billiger machen können, aber ich finde, das ist echt hochwertig gemacht. Finde ich sehr, sehr schön. So, dorthin oder dorthin. So, jetzt kommen wir zur nächsten Überraschung. Das war die wichtigste. Wie sieht die Uhr jetzt aus? In grün. Meiner Meinung nach einer der besten, die es gibt. Zack. So, ich habe das extra so angefangen, damit man sich schön nochmal drauf steigern kann vom Aussehen. Hier sehen wir auch schon, so hochwertig. Satin Finish. Also ich hätte es gerne in schwarz gehabt, aber nicht in Plastikschwarz, sondern wie hier metallene schwarze Backel. Also Verschluss. Mit matt Finish wäre halt noch geiler gewesen, aber wir haben halt jetzt das hier. Man kann es ja auch irgendwie hier, ist ja logisch, hier gibt es Stiftchen, die kann man eindrücken, raustun. Hier zum Beispiel könnte man, wenn man Bock drauf hat, ein schwarzes drauf machen. Hier schwarz, damit das so eine Art Verbindung hat. Dann hat man, meiner Meinung nach, die perfekte Version, wie man es auch hier hat. Macht der also hier. Können wir mal drauf gucken. Carbon Core Guard, also ihr wisst ja, dass G-Shocks, die jetzt gerade rauskommen, so eine Art Legierung bekommen, also eine Verbindung Komposit mit Carbonfiber. Die schmelzen das ein, machen daraus ein bestimmtes Gehäuse innen drin und dafür haben die auch eine Lizenz. Fühlt sich auch sehr leicht an, die Uhr, also muss ich echt sagen, gibt es auch gar keinen Unterschied zwischen der und der, das ist ja das gleiche, glaube ich.
Oder? Wartet mal. Irgendwie kommt die mir hier schwerer vor. Wahrscheinlich ist mein rechter Arm schwächer heute. Dann hier sehen wir auch wieder die Modulbezeichnung, kann man gut ablesen. Hier oben in diesem Kästchen. TAF Solar wird schön groß geschrieben. So, da sieht man schon, was ich gesagt habe. Wir haben uns gesteigert. Wir haben hinten angefangen, von der weniger schönen Seite, sage ich mal. Was auch nicht schlecht ist, viele stehen ja auf Silber. Dann geht man über dieses perfekte. Ja, es fühlt sich wirklich gut an. Also Qualität her. Ich habe es jetzt auch jeden Tag voll oft angehabt. Das Einzige, was passiert ist, ist nach einer Weile hier ein paar Druckstellen. Das ist aber egal, das ist ja normal. Ich meine, wenn man die Uhr anhat, dann wird es auch immer hier enden und es wird sozusagen auch nur hier sein, diese Druckstelle. Deswegen ist es auch unsichtbar, also nicht sichtbar am Ende, wenn man es anhat. So, das ist die Spitze. Da sehen wir auch schon, was für eine Materialnummer die bekommen hat. Und ganz vorne auch noch so ein Trick, wo man erkennen kann, wie die Qualität am höchsten wäre. Hier ist jetzt China, gibt es noch das schwarze hier. Das wurde hergestellt auch in China. Die 5000er Reihe, jeder weiß ja, das ist die hochwertigste, die wird in Japan selber hergestellt. Da steht dann vorne am Backel hier, weil da ist auch die Gummimischung besser und so. Da steht dann Japan drauf. Dann wisst ihr ganz genau, das ist die höchste Stufe von der Qualität. Aber ich meine, wir reden hier über Casio und Casio hat immer die Sicht über die Dinge und sagt dann auch, das darf unser Werk verlassen. Auch wenn es jetzt in China wäre, ist ja auch nicht schlimm. Die Qualität und der, wo dahinter steht, ist wichtig. Ja. Weil mit der App, mit der Casio-App kann man die Uhren dann sozusagen auf der aktuellen Zeit machen. Wahrscheinlich geht es bei denen nicht, die haben nicht dieses Real-Time-Feature, also mit RCVD, das sich mit den Atomuhren verbindet, mit den Funkuhren sozusagen, dass es dann die aktuelle Zeit hat. Aber die paar Sekunden hin oder her, mal gucken, 5 Sekunden Unterschied, ja, zwischen der und der. Gut, dann schauen wir weiter. Auf jeden Fall, machen wir das Licht hier vielleicht an. Dann könnt ihr sehen, schon sehen, die Platine da drin, das Ganze, was hier glänzt, ist ein Solarpanel, der ein bisschen verdeckt wurde mit so einer ganz leichten, ich weiß nicht, wie G-Shock das macht, aber das ist auf jeden Fall leicht verdeckter Solarpanel. Ja, hier unten sehen wir auch die Sekunden. Da ist ein bisschen halt schwierig zu lesen, weil es halt negativ ist. Negativ-Display. Da steht OST, das ist Sommerzeit. Dann 5, 6. Ich habe das Monat und Datum so irgendwie Englisch, weil fast jede Uhr oder die älteren Uhren kann man das gar nicht auf Europäisch wechseln oder auf Deutsch. Und deswegen lasse ich einfach alle Englisch, nicht, dass ich dann durcheinander komme irgendwie. Und hier HML, High, das heißt, also auf komplett High, die Batterie, das Akku ist voll. Dann hier in der Mitte haben wir Bluetooth, da kann man das dann so verbinden. Man drückt ein paar Sekunden drauf. So, dann verbindet sich mit meinem Handy und kann sozusagen die richtige Zeit dann einstellen. So muss man abbrechen, braucht man nicht unbedingt. Was ist das hier? Find. So geht es auch. Mit Find kann man den Handy suchen. Dann kann ich die Time-Zone setzen und dann kann auch einstellen, muss man die App nehmen. Genau. Ja, es gibt eigentlich alles mögliche. Das kann man ja sehen. Hongkong, Tokio, Griechenland, London, das auch Thema nicht. Dann Rom, alles also. Da ist alles dabei. China, ja, das ist aus China, glaube ich. Dann komme ich hin. Das ist NYC, New York, Rio. Ich lasse jetzt hier auf den C. Dann kann man hier noch manuell einstellen, alles. Die Zeit, wenn man Bock hat. Datum, das Jahr meine ich jetzt. Dann Tag, Datum, Sprache, dann ob das Töne machen soll, wenn man drauf drückt. Mute, ja, ich lasse es an. Obwohl das eigentlich
kann man das Licht, die Zeit einstellen. RCVD. Ach so, das so aus, deswegen. On. PS on, das heißt Power Saving, das ist stromsparend läuft, mache ich an, passe ich an. So, dann sind wir wieder da. Jetzt hat sich die Zeit verstellt, ach egal. Auf jeden Fall mache ich das sowieso nachher mit der App. Aber da könnt ihr schon mal sehen, wie das sich schon mal einstellt. Das ist auch ein gutes Beispiel jetzt. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Und zwar hier, ihr wisst ja, ich habe noch ein anderes Video mit der gelben schönen Uhr hier. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, ohne Licht hier. Also hier das auf jeden Fall viel einfacher zu lesen. Dann müsst ihr euch selber entscheiden, für was ihr euch jetzt am Ende im Endeffekt, was ihr euch ins Haus holt. Ich finde beide geil, deswegen habe ich mir beide geholt. Werden vielleicht nicht die letzten sein, weil ich die einfach eine der geilsten Modellreihen finde von G-Shock. Also sieht es dann von hinten aus. Könnt ihr euch auch mit dem Schnellverschluss hier, kann man theoretisch das ineinander verbinden, das sind vertauschen sozusagen die ganzen Sachen. Auch das Ganze hier mit den Schrauben lösen, dann kann man sogar die Lünetten wechseln, theoretisch. Auch von der schwarzen Uhr, also universell austauschbar. Jetzt gucken wir mal die gelbe noch kurz an. Ich habe ja schon ein ganzes Video drüber gemacht. Schaut euch das mal an, vielleicht verlinke ich es unten mal. Oder schaut mal in meine Playlist. So, das ist die wunderschöne Uhr. Schöne Sommeruhr. Hier, genau. Das ist dann die grüne hier. Genau. Und günstig sind die auch. Kann man für um die 100 Euro kaufen. Lohnt sich. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Unboxing. Ich hatte vorhin während dem Videoschneiden bemerkt, dass ich jetzt kein Video über das Licht gemacht habe. Gerade im Bad hier ist es ein bisschen dunkler. So, jetzt probieren wir es mal. Ich denke mal, das ist jetzt gut sichtbar. Hier unten kommt das Licht. So, jetzt gucken wir mal im Vergleich die gelbe an. Müsste eigentlich gleich sein. Könnt ihr selber beurteilen, was für euch heller oder dunkler ist. Jetzt machen wir nochmal die grüne. Zieht euch die Ohren rein. Bis dahin. G-Shock in the house. Yeah. Turbo 108 Channel. Subscribe und ja, macht ein Like irgendwie, wenn ihr Bock habt, noch mehr Videos anzugucken. Schaut euch meinen Channel an, da habe ich ganz viele Sachen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Yeah.